Guten Abend zusammen. Willkommen bei Dankecast Deutsch. Mein Name ist Henry und heute Abend spreche ich mit meiner Kollegin Emilia über ein sehr spannendes Thema. Wir reden heute über Roboter und die Zukunft. Was denkt ihr? Werden Roboter unser Leben verändern? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was ihr denkt. Guten Abend, ich bin Emilia und ich freue mich so sehr, heute hier zu sein. Ja, das Thema Roboter ist wirklich faszinierend. Ich habe letzte Woche einen Artikel darüber gelesen und seitdem denke ich viel darüber nach. Roboter sind nicht mehr nur Science Fiction. Sie sind schon heute ein Teil unseres Lebens. Ich finde das sehr aufregend, aber auch ein bisschen unheimlich, ehrlich gesagt. Das kann ich gut verstehen, Emilia. Ich fühle ähnlich. Einerseits finde ich Roboter wirklich toll. Sie können so viele Dinge tun, die für Menschen schwierig oder gefährlich sind. Zum Beispiel in Fabriken arbeiten, wo es sehr heiß oder laut ist. Oder in der Medizin helfen, bei Operationen zum Beispiel. Das ist wirklich beeindruckend. Aber andererseits frage ich mich manchmal, was passiert mit den Menschen, die diese Jobs gemacht haben? Genau das ist meine größte Sorge. Viele Menschen machen sich Sorgen um ihre Arbeit. Wenn Roboter alles machen können, was brauchen wir dann noch Menschen für? Das klingt sehr dramatisch, ich weiß. Aber ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Was meint ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Schreibt es in die Kommentare. Ich denke, das ist eine sehr berechtigte Sorge, aber ich sehe es auch so. In der Geschichte hat es immer neue Technologien gegeben und am Anfang hatten die Menschen immer Angst. Als die Eisenbahn erfunden wurde, dachten viele, das ist das Ende für die Pferdekutschen. Und ja, die Pferdekutschen sind weg. Aber neue Jobs sind entstanden. Lokführer, Ingenieure, Bahnhofsmitarbeiter. Vielleicht ist es mit Robotern genauso. Das ist ein sehr guter Punkt, Henry. Ich habe auch darüber gelesen. Experten sagen, dass Roboter zwar viele alte Jobs ersetzen werden, aber gleichzeitig auch viele neue Jobs schaffen. Zum Beispiel braucht man Menschen, die Roboter programmieren, reparieren und kontrollieren. Diese Jobs gab es früher nicht. Das ist interessant, oder? Aber ich frage mich, ob das genug sein wird. Das ist die große Frage. Ich war letzte Woche in einem Supermarkt und da gab es nur noch Selbstbedienungskassen. Früher haben dort viele Menschen gearbeitet. Jetzt mache ich das selbst. Ist das gut oder schlecht? Ich spare vielleicht ein bisschen Zeit. Aber jemand hat seinen Job verloren. Das macht mich manchmal nachdenklich. Ich kenne das. Bei mir in der Stadt gibt es jetzt auch viele solche Automaten. Und ich habe sogar gelesen, dass es in Japan schon Restaurants gibt, wo Roboter das Essen bringen. Nicht Kellnern, nein, richtige Roboter. Die fahren mit dem Essen zu deinem Tisch. Das finde ich sehr merkwürdig. Ich glaube, ich würde mich komisch fühlen, wenn ein Roboter mir mein Essen bringt. Wie ist das bei euch? Wäret ihr damit einverstanden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ich war noch nicht in so einem Restaurant, aber ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang sehr seltsam ist. Ich glaube, für die einfachen, sich wiederholenden Aufgaben sind Roboter sehr gut geeignet. Aber für alles, was mit menschlichem Kontakt zu tun hat, zum Beispiel Krankenpflege, Lehramt, Therapie, da bin ich skeptisch. Menschen brauchen Menschen. Das ist meine Meinung. Da stimme ich dir vollkommen zu. Es gibt Dinge, die nur Menschen gut können. Empathie zum Beispiel. Wenn jemand traurig ist und eine Schulter zum Anlehnen braucht, kann das kein Roboter ersetzen. Oder Kreativität. Kunst, Musik, Literatur, das kommt aus dem menschlichen Herzen. Obwohl ich habe gehört, dass es schon KI gibt, die Bilder malt und Musik komponiert. Was denkt ihr dazu? Ja, das stimmt. Künstliche Intelligenz und Roboter sind zwei verschiedene Dinge, aber sie hängen zusammen. KI kann tatsächlich schon sehr kreativ sein. Es gibt Programme, die Gedichte schreiben, Bilder erstellen, sogar Musik komponieren. Ob das wirklich Kunst ist, darüber streiten Experten noch. Ich finde es faszinierend, aber ich glaube nicht, dass eine Maschine je wirklich fühlen kann. Und ohne Gefühle ist Kunst nur Technik. Sehr philosophisch, Henry. Aber ich denke, du hast recht. Wenn wir über Roboter in der Zukunft nachdenken, müssen wir auch über diese tieferen Fragen nachdenken. Was macht uns als Menschen besonders? Was können nur wir tun? Das hilft uns auch zu verstehen, wie wir mit Robotern zusammenleben können, ohne uns zu verlieren. Genau. Und ich denke, die Zukunft wird eine Mischung sein. Roboter und Menschen, die zusammenarbeiten. Nicht Roboter gegen Menschen. Ich sehe das eher positiv. Roboter machen die schweren, gefährlichen oder langweiligen Aufgaben und Menschen konzentrieren sich auf das, was wir gut können. Kreativ denken, Entscheidungen treffen, miteinander kommunizieren. Das klingt für mich nach einer guten Zukunft. Ich hoffe, du hast recht. Aber ich denke, das passiert nicht von selbst. Wir müssen als Gesellschaft darüber reden. Regierungen, Unternehmen
Schulen, alle müssen sich vorbereiten. Zum Beispiel, Schulen müssen Kinder auf eine Welt mit Robotern vorbereiten. Das bedeutet nicht, dass man weniger lesen und rechnen lernt, aber vielleicht muss man auch lernen, wie man mit Technologie umgeht, wie man programmiert und wie man kritisch denkt. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Bildung ist der Schlüssel. Wenn die nächste Generation gut vorbereitet ist, dann müssen wir keine Angst vor Robotern haben. Ich denke, wir sollten Roboter als Werkzeuge sehen, nicht als Feinde. Ein Hammer ist auch nur ein Werkzeug. Er kann etwas bauen oder kaputt machen, je nachdem, wer ihn benutzt. Mit Robotern ist es genauso. Das ist ein tolles Bild, Henry. Der Roboter als Hammer. Ich mag das. Es macht das Thema weniger beängstigend. Aber ich möchte noch etwas sagen. Wir dürfen auch die ethischen Fragen nicht vergessen. Was passiert zum Beispiel, wenn ein selbstfahrendes Auto einen Unfall hat? Wer ist schuld? Der Roboter, der Hersteller, der Besitzer? Das sind sehr schwierige Fragen und wir haben noch keine guten Antworten darauf. Ja, das selbstfahrende Auto ist ein gutes Beispiel. Ich habe darüber viel gelesen. In einigen Ländern gibt es schon Gesetze dafür, aber die Technologie entwickelt sich schneller als die Gesetze. Das ist ein echtes Problem. Ich finde, Politiker und Technologieexperten müssen viel enger zusammenarbeiten. Es reicht nicht, wenn Ingenieure allein entscheiden, was möglich ist. Die Gesellschaft muss mitentscheiden. Absolut. Und ich denke, das gilt nicht nur für selbstfahrende Autos. Es gibt auch Roboter in der Medizin. Stellt euch vor, ein Roboter operiert euch. Klingt erschreckend, oder? Aber tatsächlich sind Roboter bei manchen Operationen schon präziser als menschliche Chirurgen. Die Hände des Roboters zittern nicht, sie werden nicht müde. Das kann Leben retten. Ich finde das sehr beeindruckend. Das stimmt. Und in der Pflege gibt es auch schon interessante Beispiele. In Japan gibt es Roboter, die älteren Menschen helfen. Sie erinnern sie daran, ihre Medikamente zu nehmen. Sie helfen beim Aufstehen, sie leisten ein bisschen Gesellschaft. Für ältere Menschen, die allein leben, kann das sehr wertvoll sein. Ich denke, das ist eine sehr gute Anwendung von Robotern. Das finde ich auch sehr schön, gerade für ältere Menschen, die wenig Besuch haben. Aber ich sage es noch einmal. Das ersetzt nicht den echten menschlichen Kontakt. Ein Roboter kann eine Erinnerung abgeben, aber er kann nicht wirklich zuhören, nicht wirklich mitfühlen. Ich hoffe, wir vergessen das nicht. Was denkt ihr? Würdet ihr eurer Oma oder eurem Opa einen Roboterbegleiter wünschen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das ist eine schöne Frage, Emilia. Ich denke, es kommt auf die Situation an. Wenn die Alternative ist, dass die Person ganz allein ist, dann ja, ein Roboter ist besser als nichts. Aber wir sollten als Gesellschaft auch dafür sorgen, dass alte Menschen nicht allein sind. Das ist eigentlich die wichtigere Aufgabe. Roboter können helfen, aber sie können die Familie nicht ersetzen. Sehr schön gesagt, ich stimme dir zu. Jetzt möchte ich noch über etwas anderes sprechen. Habt ihr schon mal von Haushaltsrobotern gehört? Also Roboter, die zu Hause helfen. Es gibt schon Staubsaugerroboter. Viele Menschen haben so einen. Ich auch. Er fährt allein durch die Wohnung und saugt den Boden. Ich finde das wunderbar. Ich habe mehr Zeit für andere Dinge. Ich habe auch so einen. Er heißt bei mir zu Hause offiziell Reinigungsassistent, aber meine Kinder haben ihm den Namen Robby gegeben. Sie lieben ihn. Manchmal setzen sie sich sogar drauf und fahren ein bisschen durch das Wohnzimmer. Das ist natürlich nicht erlaubt. Aber es ist lustig. Roboter können auch Spaß machen, nicht nur Arbeit. Das ist so süß. Robby, ich liebe diesen Namen. Ja, Roboter können auch für Unterhaltung und Spaß da sein. Es gibt schon Spielzeugroboter für Kinder, die sie programmieren können. Das ist eine tolle Möglichkeit, Kindern Technologie beizubringen, auf eine spielerische Art. Ich denke, die nächste Generation wird viel natürlicher mit Robotern umgehen als wir. Das glaube ich auch. Für meine Kinder ist Technologie völlig normal. Sie wachsen damit auf. Was für mich noch neu und aufregend ist, das ist für sie schon selbstverständlich. Das finde ich eigentlich wunderschön. Die Zukunft gehört ihnen und ich hoffe, sie werden eine gute Zukunft mit Robotern und Technologie gestalten. Das ist ein sehr optimistischer Gedanke, Henry. Und ich denke, Optimismus ist genau die richtige Einstellung. Wir können Angst haben vor dem, was kommt, oder wir können neugierig sein und aktiv mitgestalten. Ich wähle neugierig sein. Ich möchte wissen, was als nächstes kommt. Roboter, KI, vielleicht sogar Reisen zu anderen Planeten. Die Zukunft ist spannend. Da bin ich ganz deiner Meinung. Aber bevor wir zu den Planeten fliegen, möchte ich noch eine letzte Frage an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer stellen. Was würdet ihr einem Roboter beibringen, wenn ihr könntet? Was soll ein Roboter für euch tun? Kocht er euer Lieblingsessen? Hilft er beim Lernen? Oder ist er einfach ein Freund? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir lesen wirklich alles.
Das ist eine wunderbare Abschlussfrage. Ich persönlich würde meinem Roboter beibringen, perfekten Kaffee zu kochen. Jeden Morgen. Genauso, wie ich ihn mag. Stark mit etwas Milch und einem Löffel Zucker. Dann wäre mein Morgen perfekt. Und vielleicht würde er auch schöne Musik spielen. Ja, das wäre mein idealer Haushaltsroboter. Haha, das klingt wirklich gut, Emilia. Ich würde meinem Roboter beibringen, mir beim Sport zu helfen. Als persönlicher Trainer, der immer Zeit hat und niemals schlechte Laune hat. Das wäre toll. Aber im Ernst, ich denke, wir haben heute viel über Roboter gesprochen. Es gibt viele Chancen und auch viele Fragen. Ich bin gespannt, wie sich die Dinge entwickeln. Ich auch. Danke an alle, die heute zugehört haben. Ihr seid die besten Zuhörerinnen und Zuhörer der Welt. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neue Folge von Dankecast Deutsch verpasst. Und hinterlasst uns einen Kommentar mit eurer Meinung zu Robotern. Wir freuen uns sehr über jeden Kommentar. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt neugierig, bleibt offen und übt weiter Deutsch. Ihr macht das großartig. Bis zur nächsten Folge. Tschüss zusammen. Tschüss und auf Wiedersehen. Bis bald bei Dankecast Deutsch.